Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In der heutigen, schnelllebigen Welt wird Kommunikation oft als selbstverständlich angesehen. Doch wie oft hören wir wirklich zu, wenn jemand spricht? Wie oft wählen wir unsere Worte bewusst und mitfühlend? Das Buch Achtsam sprechen, achtsam zuhören. Die Kunst der bewussten Kommunikation von Thich Nhat Hanh lädt dazu ein, dieses wichtige Thema neu zu betrachten. Als einer der bekanntesten Zen-Meister unserer Zeit bringt er buddhistische Weisheit und jahrzehntelange Erfahrung in Achtsamkeitspraxis in einen verständlichen Ratgeber für Alltagskommunikation ein. In einer Zeit, in der Konflikte durch Missverständnisse und unachtsame Worte entstehen, bietet dieses Werk eine praktische Anleitung, um Sprache harmonischer, respektvoller und wirkungsvoller zu gestalten. Die Leser erfahren, wie sie nicht nur anderen, sondern auch sich selbst aufmerksamer begegnen und so Beziehungen tiefgründiger und friedvoller gestalten können. Die Kraft der achtsamen Kommunikation wird ebenso erlebbar wie das heilsame Potenzial, das in aufrichtigem Zuhören und spürbarer Präsenz liegt. Dieses Buch ist ein wertvoller Begleiter für alle, die eine tiefere Verbindung zu ihren Mitmenschen und zu sich selbst suchen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Grundlagen der achtsamen Kommunikation. Thich Nhat Hanh beschreibt die Prinzipien achtsamer Kommunikation und warum diese so entscheidend für gesunde Beziehungen sind. Achtsame Kommunikation beginnt mit dem bewussten Wahrnehmen des eigenen inneren Zustands, bevor wir sprechen oder zuhören. Der Autor erklärt, wie unbedachte Worte verletzen und Missverständnisse erzeugen können. Durch Übungen wie das bewusste Atmen, kurze Pausen vor dem Sprechen und das entschiedene Loslassen von Vorurteilen wird die eigene Kommunikation geschärft. Die Methode, das Herz und den Verstand zu öffnen und auf selbstfürsorgliche Weise zu kommunizieren, zieht sich als roter Faden durch das Buch. Die Leser lernen, wie durch liebevolle Achtsamkeit auch schwierige Gespräche respektvoll und stärkend verlaufen können. Mit praktischen Beispielen führt Thich Nhat Hanh vor Augen, dass achtsames Sprechen nicht nur Harmonie nach außen bringt, sondern auch inneren Frieden schafft. Zweitens. Zuhören als Akt des Mitgefühls. Ein zentrales Element aus Thich Nhat Hanhs Ansatz ist das tiefgründige Zuhören. Das Buch widmet diesem Aspekt ein eigenes Kapitel, da hier der Grundstein für Verständnis und Verbundenheit gelegt wird. Tiefes, achtsames Zuhören bedeutet nicht nur, die Worte des Gegenübers aufzunehmen, sondern auch die dahinterstehenden Gefühle, Sorgen und Bedürfnisse wahrzunehmen. Der Autor hebt hervor, dass echtes Zuhören berufliche wie private Beziehungen transformieren kann. Es werden Techniken vorgestellt, wie wir unser Ego zurückstellen und vorurteilsfrei auf die innere Stimme des anderen eingehen, ohne sofort zu werten oder eine Antwort parat zu haben. Zuhören wird zum Akt der Achtsamkeit und des Mitgefühls, der selbst in schwierigen Situationen Heilung ermöglichen kann. Thich Nhat Hanh zeigt anhand von Alltagsbeispielen, wie Zuhören wieder zu einer friedensstiftenden Kraft im sozialen Miteinander wird. Drittens. Die Kunst, mit sich selbst zu sprechen. Ein oft vernachlässigter Aspekt in der Kommunikation ist die innere Selbstansprache. Thich Nhat Hanh beleuchtet ausführlich die Bedeutung des achtsamen Selbstgesprächs. Wie wir mit uns selbst sprechen, beeinflusst unser ganzes Sein und unsere Wirkung auf andere. Negative, selbstkritische Gedanken führen zu Unsicherheit und Angst, während freundliche, mitfühlende Selbstansprache zu innerer Stärke und Gelassenheit führt. Im Buch finden sich geführte Meditationen und Impulse, um eine liebevolle innere Stimme zu entwickeln, alte Glaubenssätze zu erkennen und anzunehmen. Mit Übungen zur bewussten Selbstreflexion und achtsamem Umgang mit Emotionen lädt Thich Nhat Hanh ein, die eigene spirituelle Praxis zu vertiefen und einen liebevollen Zugang zu sich selbst zu finden. Dies wirkt sich sowohl auf die eigene Zufriedenheit als auch auf zukünftige Gespräche positiv aus. Viertens. Gewaltfreie Kommunikation im Alltag.
Einer der wichtigsten praktischen Anwendungsbereiche des Buches ist die Integration gewaltfreier Kommunikation in den Alltag. Thich Nhat Hanh orientiert sich dabei an den Prinzipien von Marshall Rosenberg, erweitert sie aber durch die buddhistische Achtsamkeitspraxis. Er beschreibt, wie sich Konflikte vermeiden oder auflösen lassen, indem wir Gefühle und Bedürfnisse wertschätzend äußern und empathisch auf andere eingehen. Das Buch gibt zahlreiche Hinweise, wie Gespräche angesichts herausfordernder Emotionen wie Ärger, Frustration oder Traurigkeit trotzdem friedlich und konstruktiv geführt werden können. Leserinnen und Leser lernen, wie sie sich abgrenzen und zugleich empathisch bleiben, wie sich Kritik wohlwollend äußern lässt und wie Vertrauen im Miteinander entsteht. Die alltagstauglichen Beispiele motivieren, das Gelernte sofort auszuprobieren und Schritt für Schritt zu verankern. Schließlich Achtsamkeit als Lebenshaltung, Integration in Familie, Beruf und Gesellschaft. Aufbauend auf den vorherigen Kapiteln stellt Thich Nhat Hanh dar, wie achtsame Kommunikation langfristig das eigene Leben transformieren kann. Achtsamkeit soll nicht nur punktuell, sondern als grundsätzliche Haltung im Familienleben, in Freundschaften, am Arbeitsplatz und im gesellschaftlichen Diskurs gelebt werden. Das Buch bietet praktische Routinen, um achtsames Sprechen und Zuhören als Teil des Tagesablaufs zu etablieren, beispielsweise durch Rituale vor Familiengesprächen oder kurze Achtsamkeitsübungen im Berufsalltag. Die Leser erfahren, welche Wirkung es haben kann, wenn in Familien bewusst Zeit für achtsames Zuhören eingeräumt wird oder im Team Gespräche achtsam eröffnet werden. Diese Integrationsbemühungen führen zu einer neuen Qualität des Miteinanders, fördern Respekt, Toleranz und das Miteinander über kulturelle und gesellschaftliche Unterschiede hinweg. Achtsamkeit wird so nicht nur zur persönlichen, sondern auch zur gesellschaftlichen Transformationskraft. Zusammenfassend: Das Buch Achtsam sprechen, achtsam zuhören. Die Kunst der bewussten Kommunikation ist ein wertvoller Begleiter für all jene, die ihre Kommunikation bewusster, respektvoller und wirkungsvoller gestalten möchten. Es richtet sich an Menschen jeden Alters und jeder Lebensphase, die ihre privaten und beruflichen Beziehungen vertiefen oder Konfliktsituationen friedlicher meistern wollen. Besonders geeignet ist es für Menschen, die bereit sind, sich selbst besser kennenzulernen und achtsamer mit sich und anderen umgehen möchten. Das Werk von Thich Nhat Hanh geht weit über reine Kommunikationstheorien hinaus. Es vermittelt eine neue Grundhaltung, die auf Empathie, Mitgefühl und echter Achtsamkeit basiert. In einer Welt, die von digitaler Ablenkung, oberflächlichen Gesprächen und Missverständnissen geprägt ist, schenkt dieses Buch einen klaren, alltagstauglichen Weg, um Gespräche zu vertiefen und ein friedlicheres Miteinander zu schaffen. Die Methoden und Übungen sind praxisnah und lassen sich sofort umsetzen. Durch die buddhistische Weisheit erhält der Leser Inspiration, wie er nicht nur mit anderen, sondern auch mit sich selbst wohlwollend in Dialog treten kann. Der klare Vorteil dieses Buches gegenüber anderen Kommunikationsratgebern liegt in seiner spirituellen Tiefe und sofortigen Anwendbarkeit. Anstatt schnelle Kommunikationstricks zu lehren, fördert Thich Nhat Hanh eine ganzheitliche Transformation der Einstellung zum Zuhören, Sprechen und Denken. Wer nach innerer Ruhe und harmonischeren Beziehungen sucht, findet hier einen nachhaltigen Schatz. Der Kauf führt nicht nur zu besseren Gesprächen, sondern zu einer bewussteren und glücklicheren Lebensweise. Wenn Sie unterstützen möchten, Thich Nhat Hanh, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.